an der Arbeit ist das, warum man Produzent werden will. Man ist immer noch in der Höhle unterwegs und zeigt da Dinge, die ein Mensch nie zuvor gesehen hat. Die Faszination ist, dass man Geschichten erzählen kann und dass man auch so Geschichten Leute kennenlernt, mit denen man die Geschichten erzählen kann. Es gab bei mir im Dorf eine Post und ein Kino. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Dieses Gefühl, dass man anderen Menschen etwas mitteilen kann, dass man gemeinsam mit anderen etwas schaffen kann, was Menschen berührt, das ist das bewegende Moment, glaube ich, für jeden. Warum du Filme machst, Henry? Warum ich Filme Warum mache? machst du Filme? Warum? Warum? Lass dir bitte was Gutes ein. Das ist jetzt hart. Das Schöne an den Produzenten ist, dass es auf der einen Seite Unternehmer sind und auf der anderen Seite Menschen mit einer künstlerischen Ambition. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin auf Jagd nach einem gefährlichen Verbrecher. Vielleicht ein Foto zunächst? Die Produzentenallianz ist die maßgebliche Interessenvertretung der deutschen Film- und Fernsehproduktionswirtschaft. Am Anfang der Allianz stand die Stimme, die gemeinsame Stimme. Ich glaube, die Allianz hat sich in den ersten Jahren auch selber noch finden müssen, aber mittlerweile hat sie doch eine sehr aktive und professionelle Form gefunden. Es ist ein großer, starker Verband geworden, der die Interessen aller vertritt, der gesamten Branche eigentlich. Und das ist doch toll, dass wir das hinbekommen haben. Auf jeden Fall ein großer Fortschritt gewesen, dass die Allianz geht. Aber 10 Jahre, das ist schon der Hammer, oder? Wahnsinn, Mensch. Sieht man im Verband Sieht immer noch aus. Er sieht jünger aus. Die Produzentenallianz hat in den letzten 10 Jahren viel produziert. Ja, und auch als Allianz, also haben wir viel produziert auch. Ja. Also ich finde, wirklich keiner hätte vor 10 Jahren gedacht, dass wir so weit kommen. Dass die Produzentenallianz so viel bewegen kann und so viel schafft. Man merkt ja auch an politischen Veränderungen, dass die Produzentenallianz sich ein Gehör verschafft hat. Wir sind, und ich glaube, das war das Markenzeichen der Produzentenallianz, ins Gelingen verliebt und wir wollen konkrete Ergebnisse haben. So 20 Verhandlungsrunden mit der ARD oder mit dem ZDF über 2 Jahre, aber am Ende steht sozusagen ein Dokument, eine Vereinbarung und die revolutioniert die Geschäftsbedingungen. Ganz wesentlich finde ich dabei wirklich diese Eckpunktepapiere, die jetzt zustande gekommen sind, die ja für uns als Produzenten definitiv auch eine wirtschaftliche Verbesserung sind. Ich finde das ganz toll, dass es eine Allianz gibt. Jetzt werden wir von einer Gruppe gequält, ja, und nicht von mehreren. Und am Ende ist es besser, ja, dass wir wissen, mit wem wir verhandeln können. Also es verhandelt sich leichter mit Profis. Die Produzentenallianz ist die NATO des deutschen Films. Ja, wenn nicht sogar die UNO. Ja, Nee. und aber auch ein bisschen WHO. WHO. Sie sind auf jeden Fall, sie sind so German Film Health Organization. Und Produzent war ich schon mal. Ich kann mich dunkel erinnern. Das war, da hat es immer geregnet. Aber
aber die Partys sind auch wahnsinnig schön. Da habe ich zum Beispiel diesen wunderbaren Herrn kennengelernt. Ja, genau, beim letzten Mal. Es war eine große Bereicherung für jeden von uns, dass er gemerkt hat, hups, wie viel gibt es denn eigentlich von uns? Es ist total wichtig, dass sich die Leute untereinander vernetzen und dass man auch diesen Konkurrenzgedanken hinter sich lässt, sondern sagt, was haben wir für gemeinsame Interessen und wie können wir was erreichen. Wir sind alles eine große Familie. Und hier in diesem Filmgeschäft noch mal mehr. Wir sind ja im Endeffekt alle Konkurrenten, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man mit den Kollegen sprechen kann und dass man sich auch unterstützt. Man würde nie irgendjemand anders einfach so anrufen, wenn man sich nicht so kennen würde. Ich wünsche mir vor allen Dingen eines für die Produzenten. Das ist, dass sie von ihren eigenen Erfolgen so profitieren können, dass sie, wenn sie Erfolg haben, einfach immer wieder auch neu investieren können. In dem Augenblick, wo Plattformen Serien beauftragen, in dem Augenblick, wo neue Akteure hinzutreten, haben wir eine Pluralisierung des Auftragsmarktes und damit auch mehr Wettbewerb. Das kann den Produzenten nur gut tun. Ich drehe einfach wahnsinnig gerne und du drehst auch gerne, das weiß ich. Wir würden einfach gerne viel mehr drehen und viel mehr gute Sachen drehen. Und deswegen sind wir hier, dass wir uns alle treffen und gut absprechen, damit man dann demnächst richtig tolle, viele gute Sachen dreht. Spannend. Für mich ist es die spannendste Phase, seit ich als Produzent tätig bin. Die Phase, die wir jetzt haben, mit den neuen technologischen Möglichkeiten. Und die ja nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, die ist ja global. Insofern, Leute, reist in die USA, reist in andere Länder, schaut, was sich da tut und bringt diesen Geist mit zurück. Und auf einmal sehen wir, dass die Menschen im Kopf es viel schneller antizipiert haben, als wir es jemals können. Nämlich, sie wollen jetzt doch wieder ernste Inhalte haben. Sie wollen ernsthaft gefordert sein. Und da müssen wir jetzt wieder daran arbeiten. Wir selber als Filmemacher sollten das Niveau hochschrauben. Und das macht mich so zuversichtlich, dass eben auch der deutsche Produzent, die deutsche Produzentin im 21. Jahrhundert eine total gute Zukunft nimmt. Und auch hier sehen wir heute, waren es früher Gegensätze, so sind es heute Schnittmengen. Die können wir jetzt gemeinsam beackern. Das ist toll. The love for German films will never die and last forever.